Suchst du eine Wanderung im Taunus? Suchst du eine schöne Streckenwanderung im Taunus? Dann bleib dran, denn ich zeige dir mit diesem Video eine schöne Tour. Ja, wir sind mittlerweile in Eppstein, Ende der ersten Etappe, Beginn der zweiten Etappe, und ich melde mich gleich noch mal kurz hinter der Burg. Burg Eppstein derzeit leider nicht begehbar oder besuchbar wegen Renovierungsarbeiten. Bis Eppstein haben wir jetzt 3 Stunden gebraucht, relativ gemütlich durch Eppstein durch jetzt, und jetzt ist unser nächstes Ziel der Rossard in Richtung Glashütten. Ja, der Aufstieg aus Eppstein heraus, der hat es jetzt gleich mal ein bisschen in sich. Also Leute, da kommt ein bisschen ins Schwitzen. Und immer noch geht's bergauf. Ja. Ja, jetzt haben wir gerade wieder ein Problem gehabt mit dem Zeichen. Auf einmal ist es weg und hier gibt es Abzweige. Also immer allergrößte Obacht und am besten immer noch als Backup das GPS dabei. Ja, totales Durcheinander hier, keine Wegmarkierung. Zwischendurch mal wieder eine schöne Wiese. Wetter ist ja weiterhin Bombe. Ja, wir sind jetzt seit dem Bahnhof Eppstein genau 1 Stunde unterwegs und immer bergauf und mit mangelnder Wegmarkierung. Also wir laufen im Augenblick nach GPX-Track. Wir haben die Beschilderung wieder. Rechts Richtung Atzelbergturm, Eppenhain. Das ist unsere Richtung und wir kamen von links von Eppstein den Berg hoch. Aber wie gesagt, Beschilderung war da keine. Wir sind am Ortsrand von Eppenhain und haben die ersten 4 Kilometer von Eppstein rauf geschafft. Ja, also man kann schon jetzt sagen, man sollte schon etwas konditionsstark und geübt sein, um diesen ersten Teilstück hier erfolgreich bewältigen zu können. Wir gehen jetzt weiter Richtung Rossard und Atzelbergturm. Ich würde jetzt einfach mal auf dem Weg hier oben lang bleiben. Jetzt hätte man den kleinen Abzweig fast wieder verpasst zum Rossard hoch. Also man läuft da gemütlich auf dem Hauptweg und auf einmal macht es da ping, links ab in so einen kleinen Weg. Aber aufgepasst! Jo, ist schon ein bisschen steil wieder. Das macht Laune. Jetzt sind wir hier pfad- und steigmäßig unterwegs. Jetzt macht er seinem Namen alle Ehre. So, und jetzt sind wir bei der Rossardhütte angekommen, auf dem Rossardstein. Und jetzt geht's hoch auf den Stein. Das ist das Gipfelkreuz des Rossard und ja, jetzt haben wir ganz schön geächtzt hier hoch. Kann man mal sagen, 1 Stunde 35 sind wir jetzt unterwegs. Ja, hier oben am Rossard machen wir jetzt unsere erste kleine Frühstückspause, was zu trinken, und dann geht es weiter Richtung Atzelberg und Richtung Schlossborn.
Feldberg. So, wir verlassen jetzt den Rossert und machen uns auf den Weg weiter zum nächsten Ziel. Kurze Konfusion, aber wir haben den Weg wieder. Ich glaube, den Weg hier, den ist schon länger keiner mehr gegangen. Wir haben wieder mal ein Zeichen gefunden. Hier bei Eppenhain, also hinter dem Rossert, also ungefähr nach 4 Kilometern. Vom Abenteuergrad her ist die Etappe 2 eindeutig um Längen besser als das, was auf Etappe 1 geboten wurde. Bushaltestelle Eppenhain für alle die, die hier dann aussteigen wollen. Wir streifen den Ortsrand von Eppenhain und gehen aber auch gleich wieder rechts ab in den Wald. Leicht bergauf geht es jetzt hier zum Atzelberg. Herausragendes Merkmal ist dieser Fernmeldeturm auf dem Atzelberg. Ein letzter Anstieg. Der Atzelbergturm in voller Schönheit. Ja, hier sind wir auf dem höchsten Punkt, Atzelberg, 507 Meter. Eigentlich wollten wir hier Pause machen, aber es ist alles besetzt. Natürlich bei dem schönen Wetter auch klar. Deswegen haben wir jetzt entschieden, wir laufen ein Stück weiter und machen dann unseren Mittag halt woanders. Also, let's go! Jetzt geht es wieder ein Stück bergab und wir laufen jetzt Richtung Schlossborn. Wir sind jetzt kurz vor Schloss Born, haben einen unheimlich tollen Weg jetzt gehabt, auch gut beschildert durch einen tollen Buchenwald. Aber was wir halt noch nicht gefunden haben, ist ein schöner Picknickplatz. Naja, vielleicht haben wir noch Glück in den nächsten Minuten. So, jetzt sind wir am Ortsrand von Schloss Born. War jetzt auch nochmal landschaftlich coole Strecke zum Gucken. Und von Schloss Born geht es dann nach Glashütten und das sind dann noch mal so 4,5 Kilometer. Na Klaus, was machst du denn da Leckeres? Würstchen. Mhm. Berner Käsewürstchen. Die lassen wir uns gleich schmecken. Da hinten ist schon der Tisch gedeckt. Ja. Wir haben uns gestärkt. In der Gegend von Schloss Born haben wir uns ein paar Würstchen gemacht und haben ein schönes alkoholfreies Bier dazu getrunken. Und jetzt geht es auf die letzten 4 Kilometer Richtung Glashütten, dem Ziel unserer heutigen Etappe. So, wir sind am Ortsrand von Glashütten angekommen und gehen jetzt Richtung Ortsmitte. Ja, liebe Freunde, die zweite Etappe ist rum. Wir sind hier in Glashütten an der Kirche und ja, es war anstrengender, als wir je gedacht hätten.
Und es geht eigentlich in der zweiten Etappe von Eppstein nach Glashütten nur berghoch. Und ja, ich sage nicht die Kilometer, weil das ist uninteressant. Ihr solltet 6 Stunden Zeit mitbringen, damit ihr sie einigermaßen gemütlich und mit Pausen bewältigen könnt. Und das ist aber auch gleichzeitig das Ende der Etappe 2. Man kommt hier mit dem Bus gut weg, wieder überall hin nach Königstein oder Richtung Frankfurt. Von der Kirche geht es dann weiter auf Etappe 3 Richtung Weilrott-Landstein. Das Endziel des Schinderhannessteigs. Und für heute soll es das gewesen sein hier vom Steig. In diesem Sinne,